Wir können uns nicht um sie kümmern, sagten sie. Und das war der Moment, in dem etwas in mir zerbrach. Nicht laut, nicht sichtbar, aber spürbar. Wie ein feiner Riss im Porzellan, zuerst kaum zu erkennen, doch mit jeder Stunde wurde er größer. Ich saß da mit meiner Tasse Tee, die schon lange kalt geworden war, und starrte auf das Foto von uns dreien. Meine Tochter, mein Sohn, ich. Lächelnd, verbunden. Oder war das nur früher so? Es ist nicht persönlich, Papa. Wir haben einfach zu viel um die Ohren. So hatten sie es formuliert, mit der Stimme der Vernunft, mit den Worten moderner Menschen, die glauben, dass Zeit ein Luxus ist und Fürsorge delegierbar. Ich nickte damals. Nicht, weil ich einverstanden war, sondern weil ich keine Kraft mehr hatte zu widersprechen. Aber was sie nicht wussten: Ich hatte nicht vor, mich in einer Ecke meines Lebens zu verstecken. Nicht diesmal. Wenn sie keine Zeit für mich hatten, dann würde ich Zeit finden für etwas Größeres, etwas, das nicht vergessen lässt. Etwas, das zeigt, dass man nicht weniger wert ist, nur weil man alt ist. Und so begann alles mit einem Anruf. Mein Name ist Jakob. Ich bin 76 Jahre alt. Früher war ich Buchhändler. Kein großer, kein reicher. Aber ich kannte die Geschichten hinter den Geschichten. Ich wusste, welche Romane Herzen heilten und welche Gedichte in der Stille Trost spendeten. Mein Leben war nie laut. Ich war kein Mann der großen Gesten. Aber ich war immer da, bei den Kindergeburtstagen, bei Schulaufführungen, bei den kleinen Momenten, die oft vergessen werden, aber nie unwichtig sind. Ich habe gekocht, wenn sie krank waren. Ich habe vorgelesen, wenn sie nicht schlafen konnten. Ich habe zugehört, auch dann, wenn die Welt zu laut war. Meine Frau starb vor 7 Jahren. Seitdem bin ich allein. Nicht einsam, nicht sofort. Denn ich hatte sie noch, meine Kinder, dachte ich. Sie besuchten mich, anfangs oft, dann seltener. Dann nur noch zum Geburtstag oder wenn sie etwas brauchten. Ich machte keine Vorwürfe. Ich verstand, das Leben ist schnell geworden, aber irgendwo in mir wuchs die Frage: Bin ich nur noch jemand, den man ab und zu abstaubt, wie ein altes Erinnerungsstück? Und als ich neulich bat, ob jemand mit mir zum Arzt gehen könne, nur wegen des Treppensteigens, da kam dieser Satz: Wir können uns nicht um sie kümmern, Papa. Er traf mich nicht wie ein Schlag, sondern wie eine Nadel, klein, präzise, tief. Aber ich, Jakob, ich war nicht bereit zu verschwinden. Ich wohne in einer kleinen Wohnung am Rande der Stadt. 2 Zimmer, ein Balkon, nichts Großes. Aber ich habe mir Mühe gegeben, dass es warm bleibt. Nicht nur die Temperatur, sondern das Gefühl. Im Wohnzimmer steht ein alter Ledersessel. Er knarrt, wenn ich mich hineinsetze, als würde er sich erinnern an all die Abende, an denen ich mit meiner Frau Tee trank und wir Radio hörten. Auf dem Regal stehen Bilderrahmen. Meine Frau in jungen Jahren, die Kinder am Strand, ich mit meiner Enkelin auf den Schultern. Und doch ist das Lachen dieser Bilder längst verklungen. Was bleibt, ist das Ticken der Uhr an der Wand und der Geruch von Kaffee, der morgens nur noch für mich allein gekocht wird. Der Flur ist schmal. An der Wand hängt ein Kalender. Früher war er voller Notizen. Lisas Konzert. Noahs Fußballspiel. Sonntag Mittagessen mit Familie. Jetzt nur noch Zahnarzttermine. Und Erinnerungstage. Ich öffne das Fenster, höre draußen die Vögel. Und manchmal Autos, manchmal Kinder. Aber nie das, was ich mir am meisten wünsche. Stimmen, die sagen: Schön, dass du da bist, Opa. Stattdessen kommt der Alltag still und regelmäßig. Wie ein Besucher, der nie klopft. Ich esse zur selben Zeit, gehe zur selben Zeit schlafen. Nicht aus Gewohnheit, sondern weil niemand mehr da ist, der mich aus dieser Zeit herausruft. Und als sie sagten: Wir können uns nicht um dich kümmern, da verstand ich, was sie eigentlich meinten. Du bist nicht mehr Teil unseres Taktgefühls. Es begann an einem Donnerstagabend. Ich hatte versucht, Lisa zu erreichen, meine Tochter. Nur ein kurzer Anruf, nichts Großes. Ich wollte ihr sagen, dass ich ein neues Rezept ausprobiert hatte, dass ich ihre Stimme vermisste, dass es mir nicht so gut ging. Aber sie hob nicht ab. Zuerst dachte ich, sie sei beschäftigt. Dann schickte sie eine Sprachnachricht. Papa, es ist gerade echt viel los. Ich melde mich die Tage, ja? Die Tage. Ein Ausdruck, der wie ein leeres Versprechen schmeckt. Und die Tage kamen, aber kein Anruf, kein Besuch, kein Zeichen. Ein paar Wochen später stand ich vor Noahs Schule. Ich hatte mich angekündigt, wollte ihn überraschen. Sein Lieblingsbuch dabei, selbstgebackene Kekse. Aber als er mich sah, verzog sich sein Gesicht.
»Opa, warum bist du hier? Mama hat gesagt, wir haben heute keine Zeit.« Und er ging. Einfach so. Ich stand da mit Keksen in der Hand und einem Herzen, das sich kleiner anfühlte als der Schulhof um mich herum. Dann kam der Geburtstag. Mein Geburtstag. Ich hatte die Kaffeemaschine geputzt, Torte gekauft, den Tisch gedeckt, mit bunten Servietten wie früher. Ich hatte sogar Lisas Lieblingskaffee besorgt. Aber niemand kam. Nur eine Nachricht. »Alles Gute, Papa. Leider schaffen wir es heute nicht. Die Kinder haben Hobbys, du weißt ja.« Ich weiß. Sie haben ein Leben. Aber ich hatte gehofft, noch ein Teil davon zu sein. Später bei einem Familienessen, ich war ausnahmsweise eingeladen worden, hörte ich, wie Lisa zu ihrem Mann flüsterte: »Wenn wir uns jetzt ständig kümmern müssen, wird das zur Dauerschleife.« Ich fühlte, wie mir der Atem stockte. Nicht wegen des Satzes an sich, sondern weil er so beiläufig fiel, wie ein Kommentar über das Wetter, ohne Zorn, ohne Schuld, einfach, als wäre es logisch. Ich saß daneben, und dennoch fühlte ich mich, als säße ich hinter einer Glasscheibe. Ich sah sie, ich hörte sie, aber ich gehörte nicht mehr dazu. Und dann an diesem Abend sagte Noah: »Wir können uns nicht um dich kümmern, Opa. Nicht böse, nicht laut, einfach endgültig.« Ich lächelte schwach. »Müsst ihr auch nicht.« Aber in mir war etwas zerbrochen. Nicht, weil sie mich nicht mehr brauchten, sondern weil ich merkte, dass ich für sie zur Last geworden war, bevor ich überhaupt um Hilfe gebeten hatte. Ich erinnere mich an die Nacht danach. Ich saß allein in der Küche. Das Licht über dem Tisch war gedimmt, die Tasse in meiner Hand längst kalt. Der Satz hallte in mir nach: »Wir können uns nicht um dich kümmern, Opa.« Er war nicht böse gemeint, aber er war ehrlich. Und Ehrlichkeit kann schneiden wie Glas. Ich ging ins Schlafzimmer, öffnete die Schublade der alten Kommode. Dort lagen Briefe, Bilder, kleine Zeichnungen meiner Enkel, ein buntes Herz mit »Für Opa« in krakeliger Schrift. Ein Foto vom letzten Ausflug, ich in der Mitte, lachend. Ich hielt es fest, lange. Aber je länger ich es ansah, desto fremder wirkte es, als hätte dieses Lächeln nichts mehr mit mir zu tun. In dieser Nacht habe ich kaum geschlafen. Nicht, weil ich traurig war, sondern weil ich mich gefragt habe: Wann habe ich aufgehört, wichtig zu sein? Nicht als Last, nicht als Pflicht, sondern als Mensch. Am nächsten Tag stand ich vor dem Spiegel. Mein Gesicht, gezeichnet wie ein altes Gemälde, die Falten tief, der Blick müde. Ich strich mir durchs Haar. »Du bist noch da«, flüsterte ich. Aber für wen eigentlich? Ich fühlte mich wie ein Möbelstück, das niemand wegwerfen will, aber auch keiner mehr benutzt. Ein Schatten, der nur sichtbar wird, wenn Licht auf ihn fällt und den Rest der Zeit einfach verschwindet. Am nächsten Morgen wachte ich früh auf. Nicht, weil ich musste, sondern weil etwas in mir wieder lebendig war. Ein stiller Trotz, ein letzter Funke. Ich setzte mich an den Küchentisch. Vor mir lag ein Blatt Papier. Ich begann zu schreiben. Nicht an meine Familie, nicht um etwas zu erklären, sondern um zu erinnern. Du warst da, als niemand Zeit hatte. Du hast getragen, was andere nicht sahen. Du hast geliebt, ohne etwas zu verlangen. Zeile für Zeile. Es war kein Vorwurf, keine Klage, nur Wahrheit. Dann griff ich zum Telefon. Ich rief jemanden an, den ich vor Jahren kannte, eine ältere Dame, allein lebend. Wir hatten früher im gleichen Viertel gewohnt. Ich fragte sie: »Wollen wir uns wieder mal zum Kaffee treffen?« Sie lachte. »Ich dachte, du hättest mich vergessen.« Wir trafen uns im kleinen Café an der Ecke. 2 Milchkaffees, 2 Herzen, die lange geschwiegen hatten. Und plötzlich wurde das Schweigen wieder menschlich, wieder warm. Ich merkte, ich bin nicht der Einzige. Nicht der Einzige, der sich überflüssig fühlt. Nicht der Einzige, der wartet, dass jemand fragt: »Wie geht's dir?« Also fragte ich. Ich begann, Menschen einzuladen, alte Bekannte, Nachbarn, ehemalige Kollegen. Manche kamen, manche nicht. Aber jeder, der kam, brachte ein Stück Leben zurück in mein Haus. Ich richtete ein kleines Zimmer her, mit weichem Licht, einem bequemen Sessel. Dort empfing ich nun regelmäßig Besuch. Wir sprachen, tranken Tee, lachten über alte Zeiten. Und ich merkte, man muss nicht gebraucht werden, um wertvoll zu sein. Man muss nicht im Zentrum stehen, um Licht zu spenden. Ich konnte nicht ändern, wie meine Familie mich sah, aber ich konnte ändern, wie ich mich selbst sah. Ein paar Wochen später, an einem Sonntag, klingelte es an der Tür. Ich hatte keinen Besuch erwartet,
Als ich öffnete, stand meine Tochter da. Hinter ihr mein Schwiegersohn, meine Enkelin, in ihren Händen ein Kuchen und in ihren Augen eine Unruhe. »Dürfen wir reinkommen, Papa?« fragte sie. Ich nickte, nicht überrascht, nicht aufgeregt, einfach ruhig. Im Wohnzimmer war es still. Sie setzten sich, sahen sich um. Dann sagte meine Tochter leise: »Wir haben gehört, dass du jemanden eingestellt hast, der für dich da ist.« Ich schwieg. »Das war nicht, was wir wollten«, sagte sie. »Wir dachten, du brauchst uns nicht. Oder wir hätten später noch Zeit.« Ich lächelte schwach. »Ihr habt gesagt, ihr könnt euch nicht kümmern. Also habe ich jemanden gesucht, der es kann.« Meine Enkelin sah mich an. Ihre Stimme zitterte. »Aber wir hätten es tun sollen.« Ich legte meine Hand auf ihre. Es ist nie zu spät, Verantwortung zu lernen. Und in diesem Moment merkte ich, sie hatten es verstanden. Nicht alles, nicht sofort, aber genug, um den ersten Schritt zu machen. Ich sitze wieder in meinem Sessel. Der Blick aus dem Fenster ist derselbe. Die Welt draußen läuft weiter. Doch in mir hat sich etwas verändert. Manchmal braucht es einen Verlust, damit Menschen erkennen, was wirklich zählt. Manchmal muss man jemanden gehen lassen, damit er lernt, wie man zurückkehrt. Ich habe gelernt, mich selbst ernst zu nehmen. Nicht zu warten, dass andere erkennen, was ich wert bin, sondern es mir selbst zu zeigen. Die, die mich vergessen hatten, beginnen langsam wieder zu erinnern. Nicht aus Mitleid, nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil sie verstanden haben, dass Liebe auch bedeutet, da zu sein, wenn es schwer ist. Ich habe ihnen vergeben. Nicht, weil ich vergessen habe, sondern weil ich Frieden verdient habe. Und falls du, der das jetzt hört, dich manchmal ungeliebt fühlst, wenn du denkst, du bist allein, dann erinnere dich, dein Wert hängt nicht davon ab, wie oft sie dich besuchen, sondern wie sehr du bereit bist, für dich selbst da zu sein. Was würdest du tun, wenn die, die du liebst, dich vergessen? Würdest du warten oder würdest du beginnen, dich selbst zu erinnern? Danke fürs Zuschauen.